Willkommen zu unserer heutigen B2-Berufeinheit zum Thema persönliches Redemittel. Heute arbeiten wir mit Redemitteln, die in Deutschland in Berufssprachkursen besonders nützlich sind, weil man mit ihnen Erfahrungen beschreibt, Entwicklungen erklärt, Interessen formuliert und persönliche Situationen differenziert darstellen kann. Es geht also nicht nur darum, einzelne Sätze auswendig zu lernen, es geht darum zu verstehen, wie diese Formulierungen funktionieren, wann man sie verwendet und wie man mit ihnen flüssig, präzise und natürlich spricht. Wir bewegen uns dabei bewusst auf dem Niveau B2. Das bedeutet, wir sprechen nicht zu einfach, aber auch nicht unnötig kompliziert. Wir benutzen Wörter und Strukturen, die man im Deutschkurs, im Berufsleben, in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, in Vorstellungsrunden oder auch in Prüfungen wirklich braucht. Beginnen wir mit der ersten Formulierung. Von den ersten Tagen bei der Arbeit, Schrägstrich, im Deutschkurs, Schrägstrich, erzählen. Diese Wendung ist eigentlich eine Aufgabenformulierung und zugleich ein thematischer Einstieg. Das Verb erzählen zeigt, dass wir nicht nur einzelne Informationen nennen, sondern zusammenhängend berichten sollen. Es geht also um eine kleine Erzählung mit zeitlicher Ordnung, persönlichen Eindrücken und oft auch einer Entwicklung. Wenn jemand sagt, heute möchte ich von meinen ersten Tagen im Deutschkurs erzählen, dann kündigt die Person ein Thema an und schafft sofort einen Rahmen für das, was danach kommt. Grammatisch ist hier vor allem die Verbindung von plus Dativ wichtig. Man erzählt von etwas, nicht über etwas im engeren grammatischen Sinn dieser Struktur. Von meinen ersten Tagen, von meiner ersten Arbeitswoche, von meinen Erfahrungen im Praktikum. Das sind typische Ergänzungen. Man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte heute von meinen ersten Tagen in Deutschland erzählen, weil diese Zeit für mich sehr prägend war. Hier ist von meinen ersten Tagen eine Präpositionalergänzung im Dativ. Danach folgt ein Nebensatz mit weil. Das ist typisch für B2, denn man verbindet nicht nur Informationen, sondern begründet sie auch. Eine andere natürliche Formulierung wäre: Wenn ich von meinen ersten Tagen im neuen Betrieb erzähle, merke ich, wie unsicher ich damals noch war. Hier haben wir einen Konditionalsatz mit wenn und im Hauptsatz das Verb an zweiter Stelle. Merke ich. Danach folgt ein weiterer Nebensatz mit wie. Das ist bereits sehr nah an authentischem B2-Sprechen, weil mehrere Gedanken logisch miteinander verknüpft werden. Auch das klingt sehr passend. Viele Lernende erzählen von ihren ersten Tagen im Deutschkurs, um ihre Fortschritte später besser einordnen zu können. Hier sehen wir zu, also einen Finalsatz. Er drückt ein Ziel aus. Die Lernenden erzählen also nicht nur, sondern tun das mit einer Absicht. Noch ein Beispiel. Von den ersten Tagen bei der Arbeit zu erzählen, fällt manchen Menschen leicht, anderen dagegen eher schwer. Besonders interessant ist hier die Konstruktion mit dem Infinitiv und zu als Subjekt des Satzes. Inhaltlich wirkt der Satz sachlich und reflektiert, also sehr passend für B2. Und noch eine Variante. Wer von seinen ersten Tagen in einem fremden Land erzählt, spricht oft nicht nur über Fakten, sondern auch über Gefühle. Hier beginnt der Satz mit einem relativ ähnlichen Einleitungselement, wer, das allgemein gemeint ist. Danach kommt der Hauptsatz. Durch die Kombination nicht nur, sondern auch wird der Inhalt differenziert. Man merkt also, diese erste Formulierung eröffnet ein Thema. Sie ist weniger ein fertiger Alltagssatz, als vielmehr eine Einladung,
eine persönliche Erfahrung strukturiert darzustellen. Daran schließt unsere zweite Wendung ganz natürlich an. Wenn ich an meine ersten Arbeitstage denke, dann fällt mir sofort ein. Mit dieser Struktur beginnt man eine persönliche Erinnerung. Sie eignet sich besonders gut, wenn man nicht chronologisch erzählen möchte, sondern direkt mit einem starken Bild, einem Gefühl oder einem Erlebnis einsteigen will. Wenn ich an meine ersten Arbeitstage denke, ist ein Nebensatz mit wenn. Im Hauptsatz steht dann oft dann, auch wenn dann nicht immer zwingend notwendig ist. In mündlicher Sprache hilft es aber, die Struktur klar und rhythmisch zu machen. Zum Beispiel: Wenn ich an meine ersten Arbeitstage denke, dann fällt mir sofort meine große Nervosität ein. Hier ist mir ein Dativobjekt, weil einfallen mit Dativ verwendet wird. Nicht ich falle etwas ein, sondern etwas fällt mir ein. Das ist eine sehr wichtige Struktur. Man kann auch sagen: Wenn ich an meine ersten Arbeitstage denke, fällt mir sofort ein, wie freundlich mein Team mich aufgenommen hat. Hier erscheint zuerst das Verb fällt im Hauptsatz und danach kommt ein weiterer Nebensatz mit wie. Die Erinnerung wird also konkretisiert. Das ist stilistisch sehr natürlich. Eine weitere Möglichkeit: Wenn ich an meine ersten Arbeitstage denke, dann fällt mir sofort der Moment ein, in dem ich meine Kolleginnen und Kollegen zum ersten Mal kennengelernt habe. Besonders interessant ist hier der Relativ- bzw. Anschlusssatz in dem. Damit verortet man einen Moment genauer in der Zeit. Solche Strukturen machen Sprache erzählerischer und präziser. Sehr typisch für B2 ist auch: Wenn ich an meine ersten Arbeitstage denke, fällt mir nicht nur der Stress ein, sondern auch die Erleichterung nach dem ersten erfolgreichen Gespräch. Hier haben wir wieder die Konnektorstruktur nicht nur, sondern auch. Sie zeigt Kontrast und Ergänzung zugleich. So klingt die Aussage ausgewogen und reflektiert. Und noch ein Beispiel: Wenn ich an meine ersten Arbeitstage denke, wird mir bewusst, wie viel ich seitdem gelernt habe. Das ist eine inhaltlich verwandte Variante. Man könnte streng genommen auch statt fällt mir ein eine andere Wendung benutzen, aber genau dadurch merkt man, welche Ausdrücke im selben Bedeutungsfeld liegen. Mir fällt etwas ein betont die Erinnerung selbst, während mir wird bewusst eher die Einsicht betont. Diese Redewendung eignet sich besonders gut für mündliche Prüfungen, persönliche Gespräche und Podcasts, weil sie sofort emotional und authentisch wirkt. Die dritte Formulierung lautet: Am ersten Tag im Deutschkurs war ich. Das ist auf den ersten Blick ein sehr einfacher Satz, aber gerade solche Sätze sind auf B2-Niveau interessant, weil man sie gezielt erweitern kann. Der Kern ist schlicht Zeitangabe, Ort, Verb, Ergänzung. Doch aus diesem einfachen Muster kann man differenzierte Aussagen entwickeln. Zum Beispiel: Am ersten Tag im Deutschkurs war ich ziemlich aufgeregt, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Hier beschreibt das Adjektiv aufgeregt den emotionalen Zustand. Der Nebensatz mit weil liefert die Begründung. Genau diese Kombination, Aussage plus Begründung, ist typisch für B2. Eine zweite Möglichkeit: Am ersten Tag im Deutschkurs war ich zwar nervös, aber gleichzeitig auch neugierig auf die anderen Teilnehmenden. Das ist eine sehr schöne Kontraststruktur. Zwar, aber. Damit zeigt man, dass zwei Gefühle gleichzeitig existieren. Solche differenzierten Aussagen machen Sprache reifer. Man kann auch sagen: Am ersten Tag im Deutschkurs war ich noch unsicher im Sprechen, konnte aber schon vieles verstehen. Hier sehen wir eine Verbindung von Vergangenheit,
Selbsteinschätzung und Kontrast. Das Adverb noch zeigt, dass sich dieser Zustand später verändert hat. Konnte steht im Präteritum, was in Erzählungen besonders natürlich klingt. Noch ein Beispiel. Am ersten Tag im Deutschkurs war ich überrascht, wie international die Gruppe zusammengesetzt war. Nach dem Adjektiv überrascht folgt hier ein Nebensatz mit wie. Inhaltlich beschreibt der Satz eine Wahrnehmung oder Reaktion. Grammatisch wird der Gegenstand der Überraschung nicht als Nomen, sondern als ganzer Nebensatz formuliert. Und noch eine B2-nahe Variante. Am ersten Tag im Deutschkurs war ich fest entschlossen, regelmäßig mitzuarbeiten und mein Deutsch konsequent zu verbessern. Hier ist fest entschlossen eine gehobene, aber sehr gebräuchliche Verbindung. Danach folgen zwei Infinitivgruppen mit zu. Diese Struktur wirkt zielorientiert und passt sehr gut zur Sprache des Lernens und Arbeitens. Wichtig ist also, der Ausgangssatz ist einfach, aber durch Adjektive, Konnektoren und Nebensätze wird er zu einer vollwertigen B2-Aussage. Die vierte Formulierung baut darauf auf. Als ich nach kam. Mit als berichtet man über ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit. Das ist entscheidend. Viele Lernende verwechseln wenn und als. Wenn benutzt man für Wiederholungen, allgemeine Bedingungen oder Gegenwart und Zukunft. Als verwendet man bei einem konkreten vergangenen Zeitpunkt oder Moment. Wenn ich sage, als ich nach Deutschland kam, sprach ich noch sehr vorsichtig, dann meine ich einen bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Hier steht im Nebensatz mit als das Verb am Ende, kam. Im Hauptsatz folgt dann das konjugierte Verb an zweiter Stelle, sprach ich. Das ist ein klassisches Erzählmuster. Noch eine natürliche Variante. Als ich nach Berlin kam, kannte ich niemanden und musste mich erst an das neue Umfeld gewöhnen. Hier wird die Ausgangssituation beschrieben. Danach kommt eine zweite verbale Aussage mit musste. Die Wendung sich an etwas gewöhnen ist sehr häufig und auch im Berufs- und Integrationskontext nützlich. Man könnte auch sagen, als ich nach Deutschland kam, war mir noch nicht klar, wie wichtig gute Sprachkenntnisse im Berufsalltag sind. Besonders interessant ist hier die Struktur es ist jemandem klar. Im Präteritum oder Perfekt formuliert man oft mir war nicht klar. Der folgende Wie-Satz konkretisiert den Inhalt dieser Erkenntnis. Eine etwas ausführlichere B2-Version wäre: Als ich nach Duisburg kam, hatte ich zwar schon einige Erfahrungen gesammelt, musste aber trotzdem noch viel Neues lernen. Hier haben wir wieder zwar, aber. Außerdem steht im ersten Teil Plusquamperfekt nah die Form hatte gesammelt, die eine Vorzeitigkeit andeutet. Einige Erfahrungen gab es bereits vor dem Ankommen. Und noch ein Beispiel. Als ich nach Deutschland kam, fiel es mir anfangs schwer, spontan zu sprechen und formelle Gespräche sicher zu führen. Die Wendung es fällt mir schwer ist sehr wichtig. Sie wird oft benutzt, um Schwierigkeiten auszudrücken. Anfangs markiert zusätzlich, dass die Schwierigkeit zeitlich begrenzt war. Mit dieser Redewendung kann man also Herkunft, Neubeginn, Anpassung und Entwicklung sehr elegant erzählen. Gerade in Berufssprachkursen ist das zentral, weil viele Lernende ihren Weg in Deutschland, im Deutschkurs oder im Beruf beschreiben müssen. Wenn wir diese ersten 4 Wendungen zusammennehmen, entsteht schon ein klares Bild. Zuerst eröffnet man ein Thema, indem man sagt, dass man von den ersten Tagen erzählen möchte. Dann aktiviert man eine konkrete Erinnerung mit wenn ich an denke. Danach beschreibt man den eigenen Zustand am Anfang.
Und schließlich ordnet man die Erfahrung zeitlich ein mit »als ich nach kam«. Genau so wächst aus einzelnen Redemitteln ein zusammenhängender, natürlicher Bericht. Und genau das ist das Ziel auf B2. Nicht isolierte Sätze, sondern sprachlich gut verbundene, inhaltlich klare und persönlich glaubwürdige Aussagen. Im nächsten Teil gehen wir dann konsequent weiter zu »Am Anfang war es manchmal schwierig, aber dann« und anschließend zu den Redemitteln über Interessen, Hobbys und persönliche Entwicklung. Bleib also dran, denn genau dort wird es sprachlich noch vielseitiger. Freunde, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Willkommen zurück. Wir machen jetzt genau dort weiter, wo wir aufgehört haben, und bleiben in derselben ruhigen, natürlichen Erzählbewegung. Bis jetzt haben wir gesehen, wie man ein Thema eröffnet, wie man Erinnerungen aktiviert und wie man persönliche Erfahrungen zeitlich einordnet. Jetzt kommen wir zu Formulierungen, mit denen man Entwicklungen, Interessen und Hobbys auf eine differenzierte Weise ausdrücken kann. Die 5. Wendung lautet: Am Anfang war es manchmal schwierig, aber dann? Diese Formulierung ist im Deutschen sehr wichtig, weil sie Entwicklung zeigt. Sie beschreibt nicht nur ein Problem, sondern auch eine Veränderung. Genau das braucht man sehr oft im Deutschkurs, im Beruf und in persönlichen Gesprächen. Man will zeigen, dass etwas zunächst schwierig war, sich später aber verbessert hat. Am Anfang ist eine temporale Angabe. Sie markiert die erste Phase einer Erfahrung. Es war manchmal schwierig, ist eine eher allgemeine, aber sehr natürliche Beschreibung. Und mit »aber dann« kommt die Wendung, also der Punkt, an dem sich etwas verändert. Zum Beispiel: Am Anfang war es manchmal schwierig, aber dann habe ich mich Schritt für Schritt an den Arbeitsalltag gewöhnt. Hier steht im zweiten Teil das Perfekt, habe ich mich gewöhnt. Die Wendung sich an etwas gewöhnen verlangt die Präposition an mit Akkusativ. Inhaltlich zeigt der Satz eine allmähliche Entwicklung. Die Ergänzung Schritt für Schritt macht den Prozess noch anschaulicher. Eine andere Möglichkeit: Am Anfang war es manchmal schwierig, aber dann wurde ich sicherer und konnte mich im Unterricht aktiver beteiligen. Hier sehen wir einen Übergang von einem Zustand zu einer Fähigkeit. Ich wurde sicherer beschreibt die Veränderung des inneren Zustands. Konnte mich beteiligen zeigt das konkrete Ergebnis. Die reflexive Wendung sich beteiligen an wird im Alltag und im Kurs sehr oft gebraucht. Noch ein Beispiel: Am Anfang war es manchmal schwierig, aber dann habe ich gemerkt, dass regelmäßiges Üben wirklich einen Unterschied macht. Das ist eine sehr B2-typische Struktur. Zuerst steht die Erfahrung, dann die Einsicht. Nach gemerkt folgt ein Das-Satz. Solche Sätze klingen reflektiert und eignen sich besonders gut, wenn man nicht nur berichten, sondern auch bewerten möchte. Auch das ist sehr natürlich. Am Anfang war es manchmal schwierig, aber dann fiel es mir leichter, auf Deutsch zu telefonieren und Rückfragen zu stellen. Hier verändert sich die Schwierigkeit zu einer Erleichterung. Es fiel mir leichter. Das ist eine feste Struktur. Danach folgen 2 Infinitive mit zu, nämlich zu telefonieren und Rückfragen zu stellen. Dadurch klingt der Satz kompakt und präzise. Und noch eine Variante: Am Anfang war es manchmal schwierig, aber dann entstand allmählich das Gefühl, wirklich angekommen zu sein. Hier ist der Stil etwas dichter und emotionaler. Das Subjekt ist nicht die Person selbst, sondern das Gefühl.
Die Infinitivgruppe angekommen zu sein klingt schon deutlich nach B2 und darüber, weil hier ein Zustand rückblickend zusammengefasst wird. Wichtig an dieser Redewendung ist also, sie erzählt eine Entwicklung. Und Entwicklung ist eines der stärksten Elemente in persönlichen Berichten. Damit kommen wir jetzt in den Bereich Freizeit, Interessen und Hobbys. Die 6. Wendung lautet: Ich interessiere mich für, weil. Das ist eine klassische und sehr nützliche Struktur. Sie ist einfach genug, um spontan verwendet zu werden, aber offen genug, um auf B2-Niveau ausführlich ausgebaut zu werden. Grammatisch ist hier vor allem das reflexive Verb wichtig: sich interessieren für. Nach für folgt immer der Akkusativ. Man sagt also: Ich interessiere mich für Musik, für Sprachen, für Fotografie, für gesellschaftliche Themen. Ein erster natürlicher Satz wäre: Ich interessiere mich für Musik, weil sie Menschen miteinander verbinden kann. Hier haben wir im Nebensatz mit weil das Verb am Ende, verbinden kann. Sehr schön ist auch, dass nicht nur eine Vorliebe genannt wird, sondern ein allgemeiner Gedanke. Das wirkt reifer als ein bloßes, weil es schön ist. Eine zweite Möglichkeit: Ich interessiere mich für Sprachen, weil man durch sie andere Kulturen besser verstehen lernt. Hier steht im Nebensatz zuerst man, dann die Präpositionalergänzung durch sie. Das Verb verstehen lernt ist ein Verbgefüge. Solche Kombinationen sind im Deutschen häufig und sehr idiomatisch. Noch ein Beispiel: Ich interessiere mich für Sport, weil ich dabei den Kopf frei bekomme und neue Energie tanke. Dieser Satz ist sehr alltagstauglich. Den Kopf frei bekommen ist eine feste Wendung. Sie klingt natürlich und wird oft benutzt, wenn man über Freizeit und Ausgleich spricht. Auch das passt gut. Ich interessiere mich für Geschichte, weil mich gesellschaftliche Entwicklungen schon seit langem faszinieren. Hier ist das Subjekt im Nebensatz nicht eine Tätigkeit, sondern gesellschaftliche Entwicklungen. Das Verb faszinieren gehört zu einem etwas differenzierteren Wortschatz, der gut zu B2 passt. Und noch eine Variante: Ich interessiere mich für digitale Medien, weil sie sowohl im Berufsleben als auch im Alltag eine immer größere Rolle spielen. Hier wird mit sowohl als auch eine doppelte Einordnung vorgenommen. Gleichzeitig ist die Wortverbindung eine Rolle spielen sehr wichtig und sehr typisch für formelleres Deutsch. Diese Struktur ist also ideal, wenn man Interesse und Begründung miteinander verbinden möchte. Genau das erwartet man auf B2. Nicht nur sagen, was man mag, sondern auch erklären, warum. Die 7. Wendung lautet: Ich habe Interesse an deshalb. Diese Formulierung ist etwas nominaler als ich interessiere mich für. Sie klingt dadurch oft etwas sachlicher und formeller. Das ist besonders nützlich im beruflichen Kontext, etwa in Gesprächen, E-Mails oder Vorstellungssituationen. Grammatisch ist hier die Verbindung Interesse an plus Dativ wichtig. Man sagt also Interesse an Musik, Interesse an Weiterbildung, Interesse an neuen Technologien. Danach kann mit deshalb eine Folge formuliert werden. Zum Beispiel: Ich habe großes Interesse an beruflicher Weiterbildung, deshalb besuche ich regelmäßig Seminare und Online-Kurse. Hier steht an beruflicher Weiterbildung im Dativ. Deshalb leitet einen Hauptsatz ein, das Verb bleibt also auf Position 2, besuche ich. Das ist wichtig, denn viele Lernende verwechseln deshalb mit einer unterordnenden Konjunktion. Eine andere Variante: Ich habe Interesse an interkultureller Kommunikation, deshalb achte ich besonders auf klare und respektvolle Ausdrucksweisen. Hier klingt die Aussage schon sehr berufssprachlich. Das Adjektiv interkulturell und die Wendung
Auf etwas achten passen gut zu B2 Beruf. Noch ein Beispiel. Ich habe Interesse an psychologischen Themen. Deshalb lese ich oft Artikel, die sich mit Motivation und Verhalten beschäftigen. Hier verbindet der Satz mehrere Elemente. Eine nominale Aussage, eine Folge mit deshalb und einen Relativsatz mit die sich mit beschäftigen. Dadurch entsteht ein sehr flüssiger, anspruchsvoller Satzbau. Auch das ist passend. Ich habe Interesse an gesunder Ernährung. Deshalb versuche ich im Alltag bewusster zu essen und regelmäßiger zu kochen. Die Infinitivgruppen bewusster zu essen und regelmäßiger zu kochen konkretisieren die Folge dieses Interesses. Dadurch wird aus einer abstrakten Vorliebe ein praktisches Verhalten. Und noch eine Variante. Ich habe Interesse an gesellschaftlichen Fragen. Deshalb höre ich gern Podcasts, in denen aktuelle Entwicklungen verständlich erklärt werden. Hier steht im Relativsatz in denen. Das zeigt, wie man einen Bezugsrahmen genauer bestimmt. Gleichzeitig verbindet der Satz ein Thema mit einer Lerngewohnheit. Auch das ist sehr typisch für B2. Der Unterschied zur vorherigen Wendung ist also fein, aber wichtig. Ich interessiere mich für klingt persönlicher und direkter. Ich habe Interesse an wirkt etwas sachlicher und strukturierter. Die 8. Formulierung lautet: Macht mir viel Spaß. Man kann. Hier geht es darum, eine Aktivität positiv zu bewerten und anschließend ihren Nutzen, ihre Wirkung oder ihre Möglichkeiten zu beschreiben. Auch das ist im Deutschen sehr häufig. Etwas macht mir Spaß ist eine feste Wendung. Das Verb ist machen, aber die eigentliche Bedeutung liegt in der Verbindung mit Spaß. Mir steht im Dativ. Das ist ähnlich wie bei etwas gefällt mir, aber stilistisch etwas alltagssprachlicher und oft lebendiger. Zum Beispiel: Radfahren macht mir viel Spaß. Man kann dabei nicht nur in Bewegung bleiben, sondern auch neue Orte entdecken. Der erste Satz ist schlicht und klar. Im zweiten Satz haben wir man kann, also eine allgemeine Aussage. Dazu kommt wieder nicht nur, sondern auch. Diese Verbindung ist perfekt, wenn man Vorteile erklärt. Eine andere Möglichkeit: Kochen macht mir viel Spaß. Man kann dabei kreativ sein und gleichzeitig etwas Praktisches für den Alltag tun. Hier wird eine Aktivität mit zwei Vorteilen verbunden. Das Adjektiv praktisch und die Wendung für den Alltag machen die Aussage konkret. Noch ein Beispiel. Deutsch lernen macht mir viel Spaß. Man kann dadurch nicht nur die Sprache verbessern, sondern auch mehr Sicherheit im Beruf gewinnen. Hier ist dadurch ein sehr nützliches Verweiswort. Es verbindet die beiden Sätze logisch miteinander. So klingt der Übergang natürlicher als bei einer bloßen Aneinanderreihung. Auch das passt gut. Fotografieren macht mir viel Spaß. Man kann mit Bildern Geschichten erzählen, ohne viele Worte zu benutzen. Hier wird die Funktion der Aktivität beschrieben. Der zweite Teil ist besonders schön, weil er zeigt, dass man mit einfachen Mitteln eine tiefere Aussage machen kann. Und noch eine etwas anspruchsvollere Variante. Musik machen macht mir viel Spaß. Man kann dabei Gefühle ausdrücken, die sich mit Worten nur schwer beschreiben lassen. Hier steht im Relativsatz, die sich beschreiben lassen. Das ist eine passivnahe Struktur mit lassen, die im Deutschen sehr elegant wirkt und häufig auf B2 vorkommt. Diese Wendung ist deshalb so nützlich, weil sie Bewertung und Verallgemeinerung miteinander verbindet. Man beginnt bei sich selbst und öffnet die Aussage dann in Richtung einer allgemeinen Erfahrung. Die 9. Formulierung lautet: Seit mache ich. Das habe ich begonnen als. Hier sprechen wir über den Beginn und die Dauer einer Gewohnheit oder Aktivität. Inhaltlich geht es also um Kontinuität.
Grammatisch ist seit besonders wichtig. Wenn seit einen Zeitraum oder einen Zeitpunkt beschreibt, der bis in die Gegenwart reicht, steht der Hauptsatz normalerweise im Präsens. Seit 2 Jahren lerne ich Deutsch. Nicht seit 2 Jahren lernte ich Deutsch. Schauen wir uns eine natürliche Formulierung an. Seit meiner Ankunft in Deutschland lerne ich intensiver Deutsch. Das habe ich begonnen, als ich gemerkt habe, wie wichtig gute Sprachkenntnisse im Alltag sind. Im ersten Satz markiert seit meiner Ankunft in Deutschland den Beginn. Im zweiten Satz folgt ein Rückblick im Perfekt. Nach als kommt wieder eine einmalige Erkenntnis in der Vergangenheit. Noch ein Beispiel. Seit meiner Kindheit mache ich Musik. Das habe ich begonnen, als ich zum ersten Mal ein Instrument in der Hand hatte. Hier sehen wir sehr schön den Unterschied zwischen einer lang andauernden Tätigkeit im Präsens und einem einmaligen Beginn in der Vergangenheit. Eine weitere Möglichkeit. Seit einigen Jahren fahre ich regelmäßig Fahrrad. Das habe ich begonnen, als ich nach einem besseren Ausgleich zum Alltag gesucht habe. Im zweiten Satz wird der Anlass genannt. Die Form gesucht habe steht im Perfekt, weil die Erzählperspektive rückblickend ist. Auch das klingt sehr natürlich. Seit dem Deutschkurs beschäftige ich mich bewusster mit Grammatik. Das habe ich begonnen, als ich meine typischen Fehler besser verstehen wollte. Hier sieht man, wie ein Lernprozess beschrieben wird. Bewusster ist ein Komparativ, der eine Veränderung im Verhalten ausdrückt. Danach folgt ein Finalgedanke im Nebensatz. Und noch eine Variante. Seit meiner ersten Arbeitsstelle interessiere ich mich stärker für professionelle Kommunikation. Das habe ich begonnen, als ich merkte, wie entscheidend klare Formulierungen sein können. Hier verbindet der Satz persönliche Entwicklung mit beruflichem Lernen. Das Modalverb können am Ende des Nebensatzes macht die Aussage allgemein und zugleich reflektiert. Auffällig ist hier also, seit verlangt oft Präsens, weil die Handlung noch andauert. Der zweite Satz mit das habe ich begonnen als blickt dagegen auf den Anfang zurück. Diese Kombination ist für Erzählungen über Hobbys und Entwicklungen sehr stark. Die 10. Wendung lautet: Ich beschäftige mich gern mit deswegen. Auch diese Struktur ist typisch für B2, weil sie Interesse, Tätigkeit und Konsequenz verbindet. Sich mit etwas beschäftigen bedeutet mehr als nur etwas mögen. Es heißt oft, dass man sich intensiver damit auseinandersetzt, also nachdenkt, liest, übt, analysiert oder lernt. Wichtig ist hier die Präposition mit plus Dativ. Mit Sprache, mit Musik, mit Technik, mit gesellschaftlichen Fragen. Ein erster Satz könnte so klingen: Ich beschäftige mich gern mit Sprache. Deswegen achte ich sehr genau auf Formulierungen und auf den Unterschied zwischen Alltagssprache und formeller Sprache. Hier zeigt deswegen eine Folge. Danach bleibt die Satzstellung im Hauptsatz normal. Achte ich. Inhaltlich ist das bereits klar B2, weil differenziert zwischen Registern unterschieden wird. Eine andere Möglichkeit. Ich beschäftige mich gern mit Lernstrategien, deswegen probiere ich regelmäßig neue Methoden aus, um mir Wortschatz langfristig einzuprägen. Hier haben wir die trennbare Verbindung ausprobieren, im Satz also probiere aus. Dazu kommt eine Finalgruppe mit zu. Noch ein Beispiel. Ich beschäftige mich gern mit Musikproduktion, deswegen höre ich nicht nur auf die Melodie, sondern auch auf Struktur, Klang und Wirkung. Hier schafft nicht nur, sondern auch wieder eine schöne Erweiterung. Der Satz klingt gleichzeitig persönlich und fachlich. Auch das passt sehr gut. Ich beschäftige mich gern mit gesellschaftlichen Entwicklungen.
Deswegen lese ich Hintergrundberichte, statt mich nur auf kurze Meldungen zu verlassen. Die Wendung sich auf etwas verlassen ist im Deutschen sehr wichtig. Durch statt wird ein Kontrast hergestellt, auch wenn hier kein vollständiger Nebensatz folgt. Und noch eine etwas ruhigere, reflektierende Variante. Ich beschäftige mich gern mit zwischenmenschlicher Kommunikation, deswegen interessiert mich besonders, wie Missverständnisse entstehen und wie man sie vermeiden kann. Hier wird das Objekt des Interesses durch 2 Wie-Sätze erklärt. Das klingt natürlich, flüssig und gedanklich klar. Diese Redewendung ist also besonders nützlich, wenn man zeigen will, dass ein Thema für einen nicht nur angenehm, sondern auch inhaltlich wichtig ist. Bis hierhin haben wir jetzt die Wendungen 5 bis 10 gemeinsam in einen größeren Zusammenhang eingebettet. Schwierigkeiten am Anfang. Interessen mit Begründung. Formeller formulierte Interessen. Freude an Aktivitäten. Der Beginn von Gewohnheiten. Und intensivere Beschäftigung mit Themen. Dadurch entsteht langsam ein vollständiges sprachliches Bild einer Person. Was war am Anfang schwer? Was interessiert sie? Womit beschäftigt sie sich? Was macht ihr Freude? Und wie hat sich das alles entwickelt? Im nächsten Teil gehen wir dann weiter zu Ich würde auch gern, denn und danach zu den Wendungen über persönliche Entwicklungen in der Vergangenheit. Und genau dort wird unsere Erzählung noch persönlicher und noch erzählerischer. Freunde, wenn ihr die Veröffentlichung neuer Videos unterstützen möchtet, dann gebt diesem Video bitte ein Like, hinterlasst einen Kommentar und schickt dieses Video an Freunde oder Verwandte weiter, die auch Deutsch lernen. Außerdem könnt ihr die neuen Videos mit einer Spende unterstützen oder Kanalmitglied werden. Weitere Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Im nächsten Video machen wir mit diesem Thema weiter. Bis bald!